Und go. Saletti miteinander. Saletti miteinander. Schön, dass ihr euch mit... Alter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen weiter am Pony Cross 503. Und zwar ist heute der Tank steht an, der ist relativ rostig und knusprig, den müssen wir entrosten. Dann nehmen wir diverse Mittel aus unserem Shop, aber auch so ein bisschen Hausmittel. Roger mischt da noch ein bisschen mit, er ist zwar hinter der Kamera, aber hilft mir da noch. Außerdem geht es nachher noch um die Anbauteile, das ist Gasgriff, Gangschaltung etc., Lampe, Tacho. Dann schauen wir mit dem Joe an, der ist dort sehr versiert und dann können wir schauen, dass wir dort die verbrochenen Griffe und alles können ersetzen. Jetzt aber zuerst mal zum Tank. Ich will dir nichts sagen, aber der Roger, der hat das Rad neu erfunden. Let's go! Also, der Roger ist hier wirklich in die Vollen gegangen. MacGyver, wie man ihn kennt. Wir haben das Töffli Hinterrad über einen Kettenantrieb an ein Ritzel, wo er hier in die Akkubohrmaschine auf einem Stativ von seinem Filmzeug. Und da haben wir jetzt den Tank. Plus das Gegengewicht. Das muss ja alles ein bisschen laufen. Wir sehen es am Deckel schon. Er ist recht rostig. Bevor die Profis kommen und uns sagen, wie wir es richtig machen wir es jetzt auch zuerst mal selber. Einerseits Tankentrosterkonzentrat. Da tun wir mit Morphokulz helle anmischen. Nein, natürlich nicht mit heißem Wasser. Nicht ganz füllen, weil alte Schule wie wir sind, kommen da noch ein paar Holzschrauben rein. Im zweiten Schritt wird dann phosphatiert. Das wird jetzt ein bisschen Zeit gehen. Darum sind wir auch heute schon am Filmen. Weil in 2 Tagen ist eigentlich offiziell erst der Film drin und der Joe kommt vorbei. Darum, der Roger und ich gehen jetzt ein bisschen voraus. Wir das schon mal mechanisch entrosten. Hoffen, dass die Konstruktion da verhebt. Alte Holzschrauben, die sind ja wenigstens ein bisschen spitzig, oder? Das war so unsere Überlegung. Hoffen, wir bringen dann auch alle wieder raus. Also das riesige Ding ist ja für 12 Liter. Wir haben ja da, was sind das, knappe 3 wahrscheinlich. Wir tun jetzt einfach mal ein bisschen rein. Und wir füllen auch nicht ganz mit Wasser. Ich habe da nur einen halben Liter. Zuerst mal, vielleicht mache ich dann einen Liter. Es kommt dann darauf an, wenn das Ganze im Gleichgewicht steht, dass nicht zu viel Belastung auf der Akkubohrmaschine ist. Ich wollte nicht die ganze Zeit da stehen und die Bohrmaschine bedienen. Geil! Hammermäßig, hey. Mechanische Entrostung mit ein bisschen von dem Entrosterkonzentrat mit heißem Wasser drin. Natürlich nicht gefüllt, weil das dehnt sich, glaube ich, ein bisschen aus. Ich habe das Blöderle liegen. Also, sehen wir uns in 2 Tagen mit dem Joe. So, also es ist der übernächste Tag sogar schon. Roger sein Konstrukt hier, das funktioniert göttlich. He? Er hat sogar gestern den Tank noch 90 Grad gekehrt, dass er nicht nur oben unten putzt wird, sondern auch seitlich. Dann sagen wir, stellen mal ab, ja, wenn er unten ist. Der hat hier ausnivelliert, oder? 2 Schlüssel hier, 19er, 24er, Eiszange. Hey, krass! Also da hat es noch ein bisschen. Wir sehen die Suppe, die es da gegeben hat, richtig grusig. Was wir jetzt gesehen haben, ist das ganz da hinten. Wir haben jetzt gerade gemeint, es ist Rost, aber es ist so eingekochter Dreck. Da ist im Tank da hinten, hat sich das abgelagert. Das hole ich jetzt mal raus mit Spülen. Gleichzeitig tue ich das ganze Ding mal abspülen. Ihr seht hier von der Folie und von dem, was ausgelaufen ist, jetzt da so ein bisschen Verdreckungen gegeben. Und der wird dann noch gefinisht, wo wir das Chrom ein bisschen probieren rausholen. Nicht zu fest, wegen Patina, aber so ein bisschen den Chrom rausholen. Machen wir jetzt aber noch nicht, weil da kommt jetzt nachher noch Sulfid und weiss ich auch für Chemie rein. Ich mache jetzt das hier. In der Zwischenzeit, das ist ja auch nicht spannend, hole ich aber den Joe. Joe kann uns dann etwas über die ganzen Griff, Armaturen, Lampen etc. erzählen, wie man die aufarbeitet, wo wir drauf schauen müssen. So, ich habe gute News. Wir haben es vorab schon schnell ein bisschen angeschaut. Über die Schaltarmaturen etc., was wir gesehen haben oder was der Joe gesehen hat hier. Der Bremsgriff, der so gebrochen ist, natürlich nicht mehr ganz so optimal. Vor allem, weil es noch vor der eigentlich noch original. Ist original. Was ich aber gemacht habe, im Fundus schauen. Original Magura auch hier wieder, passend zu dem hier. Ja, da ist wahrscheinlich mal der komplette Griff gewechselt worden, darum stimmt es nicht überein, aber genau. Ist noch so gleich. Der ist dafür ein super Zustand. Ja. Und was ich auch noch habe, die Lampe. Tachoglas ist kaputt. Ich habe sicher mal ein Glas. Falls wir den retten, können wir das Glas tun. Sonst müssen wir vielleicht auch im Fundus schauen, ob ich noch einen alten habe. Aber ich glaube, der letzte alte, den ich habe, ist ohne Zeiger. Was auch ist, der Reflektor, der ist ja, auch hier aus dem Fundus raus, Glas gebrochen, aber Reflektor
noch gut. Sprich, wir können probieren, das Glas aus dem rauszunehmen. Der Lampenring und Reflektor, der hat auch schon ein bisschen Patina. Also, wir wollen alles aufarbeiten, wir wollen alles halten so weit. Da geben wir noch einen Sprutz Ostumwander rein. Darf ich dir das hier mal überlassen, während ich grübeln und waschen? So, also ich habe jetzt relativ viel rausguseln, jetzt mit Wasser ein bisschen rausgespült. Der letzte Rest, was jetzt drin hat der Joe gemeint, ein bisschen von dünner rein, nochmal ein bisschen guseln, dann löst sich der auch noch ab, oder? Da der Gasgriff zerlegt. Das sind jetzt da die vielen kleinen Einzelteile. Das ist jetzt schon der neue, also neue alte Griff. Eigentlich sieht es soweit in Ordnung aus. Es ist nichts eingelaufen oder ausgeschlagen. Ich würde sagen, das kann man alles so weiterverwenden. Da hat er den Anschlag, da blockiert es euch das Gas. Anschlag, wenn ihr vom Gas geht, und einmal noch einen Anschlag bei Vollgas. Ja, also kannst du eigentlich den wegschleifen und dann kannst du mehr Gas geben und dann ist mehr Leistung. Der Anschlag, der verhindert auch, dass der Griff auseinandergeht. Schaust du in dieser Zeit den Schaltgriff an? Und ich schaue auch mit dir an. Ich will nachher reinigen. Der sieht weiter immer noch gut aus, würde ich sagen. Der ist sicher mal ersetzt worden. Der sieht ziemlich neu aus. Dann haben wir hier das Schaltsegment. Das ist im Prinzip da, wo er einrastet für die 3 Gänge. Also 1, 0 und 2, oder? Und da das Kügel. Das läuft über das Schaltsegment rein. Da hast du dann im Prinzip, merkst du dann, wenn das Kügel da drüber läuft, dass du jetzt einen Gang hast, oder eben das 0 zum Beispiel. Ein bisschen putzen, fetten. Fetten und wieder rein. Ach so geil. Beim Tacho, bei dem ist jetzt so, der hat einen Ring mit dem Glas. Das Glas ist wie gesagt kaputt, da kommt man bei uns einfach rüber, gewölbt und gerade in 48 und 60. Prinzipiell könnte man sogar noch 0. Ich meine, gut, der hat noch 100 Kilometer drauf, der ist bei 387 Kilometern ist der wohl ausgestiegen und niemand hat ihn mehr geflickt. Das Töffli hat einfach nur 387 Kilometer. Ich bezweifle jetzt mal, so sieht es nicht aus. Also jetzt können wir in den Tacho reinschauen, hoffentlich, wenn das Ding auseinanderkommt. Das ist jetzt das Glas, also der aufgestemmt, das Glas weg, das ist noch spezial da. Und schon mal ein bisschen Dreck raus, ein bisschen Rost, Zahnrädchen, Schneckenrad da. Schneckenrädchen. Cool, he? Recht Mechanik in dem kleinen Ding rein. Dann haben wir da die beiden Teile. Das ist eigentlich nur die Aufnahme, wo das Seil reinkommt. Da im Prinzip drehen, das funktioniert so weit. Von daher geht es auf die Nadel über. Läuft jetzt alles so weit. Ich musste es recht schmieren, es war ein bisschen angehockt. Das hier ist eigentlich das Gegenteil. Also das Gegenstück, die Nadel. Dann kann man jetzt da schön ein Schüpfchen geben, die kommt wieder retour, ist alles wieder geschmiert. Jetzt können wir mal schauen, ob er wieder tut. Hammer, Mann! Ja, wunderschön. Also ohne Hüpfen vom Zeiger. Die alten Tachos sind von dem her halt schon mega gut gewesen, oder? Geil, Joe! Mit dem Nitro hat es jetzt nachher gelöst. Jetzt ist wirklich nur noch so ein ganz kleines Rändchen, wo noch in dreckige Ecken ist. Dann nehme ich jetzt noch raus und nachher geht es dann da weiter mit Phosphatierung. Jetzt tun wir den gerade noch ein bisschen putzen. Als kleiner Trick nehmen wir gerade da die Hohnbürste, um den ein bisschen rausputzen und schleifen. Prinzipiell kannst du jetzt hier den Tankstutz auch noch gerade. Jetzt geht es mal darum, den Skiwerferkopf zu revidieren. Da werden wir jetzt sicher den Lampenring und den Reflektor davon nehmen. Also eigentlich bauen wir einfach das Glas in den Lampenkopf hin. Da ist es rostig und die Funktion auch noch nicht ganz da. Das heisst, wir müssen ein bisschen nachbeugen, ein bisschen entrosten, dass dann da mit dem Schlüssel alles wieder funktioniert. Ich jetzt zuerst mal entrosten. Du kannst hier umbauen. Das wäre jetzt das Glas. Ich denke, das können wir jetzt auch noch sauber putzen. Echt Glas, das ist ja. echt Glas. Sehr geil, ja. Im Tacho ist es so, der ist wieder zusammengebaut, der funktioniert. Jetzt das Kunststoffglas, da ist ja leider kaputt. Wir haben ja die Ersatzgläschen. Die sind jetzt aber nicht passend auf den Spezial-Pony, weiss ich was, Tacho. Wir haben hier das Ringli, das war hier schon dabei gewesen. Und wenn wir das Glas draufheben, lange zu der Höhe leider
gerade so nicht ganz, dass hier nicht am Zeiger ansteht. Die passen ja sicher für seinen Anbau, Tachos, 66 Heroes Ja, auf etc. die passen es, ja. Darum machen wir jetzt hier einen 3D-Druck, einen kleinen. Wenn wir schnell aufzeichnen, dass wir alles brauchen, drucken wir, dann können wir den nachher auch zusammenbauen und wenn alles klappt, mit dem originalen Patina-Ring wieder zumachen. So, also es ist jetzt nach dem Mittag ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe hier alle Armaturen, alle Einzelteile hier innen. Die brauchen wir dann wieder, wenn es ums Zusammenbauen geht. Die sind aber soweit gut und vorbereitet. Der Tacho ist ja sozusagen revidiert. Da fehlt jetzt wirklich, wie gesagt, noch das 3D-Druckteile, damit wir uns das Glas hier verwenden können. Jetzt ist die hin am Laufen. Der Joe ist in der Zwischenzeit am Empfetten. Gereinigt ist er jetzt. Jetzt wird empfettet, bevor wir dann nachher mit der Signature Bike Rostumwandler und Tankversiegelung starten. Gibt es bei uns wie auch beim Sig im Shop. Checkt es ab und folgt unbedingt der Anleitung. Und nehmt 2-3 Valette Bremsreiniger mit. Aber wir können schnell schauen, was das Teil auf dem 3D-Drucker macht. Joe, du lässt noch eine Dose rein. Und dann tun wir nachher rausblasen. Jedes zweite Wort in der Anleitung ist Bremsreiniger. Also, wissen wir, was es geht. Bremsreiniger. Können wir schon schauen, ob das 3D-Druckteil etwas wird. Da steht, wird fertiggestellt, heisst das eigentlich etwas Gutes. Und es sieht gar nicht so falsch aus, wenn ich das gezeichnet habe. Hoffen wir, dass es passt. So. Wenn alles klappt, kommt hier drin in ein Glas. Das hier ist ungefähr so wie der Becher aussen. Und mit diesen Nüppli hier steht er auf dem Zifferblatt auf. Oh! Hast du das gehört? Flutsch, wie neu. Top! Verbördle. Da geht tipptopp. Schau mal. Jetzt wollen wir mal schauen, wie schön das aussieht. In dem alten Lämpchen, das ich dann irgendwann noch putze. Den neu aufbereiteten Tacho drin zu haben. Ein Träumchen, oder? Okay. Gut, jetzt der Tank. Zum den Tank. Der Tank ist jetzt entfettet, also gereinigt, entfettet. Und jetzt wollen wir Rostumwandler tun. Zuerst die Entrostung mit dieser Phosphatierung eigentlich. In einem Verhältnis 1:6. Das lassen wir jetzt mindestens 2 Tage dann mal drin. Je nachdem, wie es nach 2 Tagen aussieht, vielleicht auch ein bisschen länger. Jetzt wollen wir mal schön da abmessen mit Wasser. Mal schauen, wie viel Volumen das wir haben. Ich habe jetzt leicht lauwarmes genommen, das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist ja nachher eigentlich die Raumtemperatur, die ausschlaggebend ist. Je kälter das ist, je länger geht es einfach. Es ist weniger effektiv. Oh! Oh! Der Hahn ist undicht. Ist jetzt offen? Ist jetzt offen? Das kommt vor allem von überall raus. Entweder einen anderen Hahn oder wir machen einfach eine Stöpsel rein. So, also wir haben einen alten Hahn gefunden, mit dem Ohrring abdichten, das geht. Der Roger hat daneben gebügelt, aber jetzt sind genau 4 Liter drin. 60 davon. Also wir haben etwa 70 Milliliter. Wir müssen ja noch ein bisschen mehr als 4 Liter machen. Innen tun. Ja. Säuferli. Rein. So, Rand voll. Also, das Ding lassen wir jetzt bis am Montag, bis am Montag blubbern. Das ist aber auch schon im nächsten Film, den wir dann nie schauen. Und heute haben wir schon viel gequatscht, ne? Heute haben wir Quatschbier. Der ist Radley. Die tue ich putzen und overtrollen. Den sind wir am Aufbereiten. Da heisst mal ein bisschen Entroster dran an. Da, dass es wieder Kontakt gibt überall. Aber das kommt gut. Ich weiss nicht, ob das Bier dann irgendwann mal noch geht. Nächstes Mal sehen die wahrscheinlich schon zusammen. Entrostet, zusammenbauen, aufbereitet. Ich würde sagen, das war es. Ja. Oder? Ciao, grazie mille. Geil. Geil gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abo und Like da lassen und Glocken abonnieren, sagt der Roman immer. Glocke. Glocke. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Tobi.